Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Heute haben wir mal ein ganz anderes Thema. Wir sind darauf aufmerksam geworden, dass in den letzten Tagen die Stadt Köln in den Schlagzeilen war. Eigentlich ja wegen der Opernsanierung, die da völlig neben dem Zeit- und Kostenplan liegt. Aber dann wurde letztendlich von den Journalisten so der Scheinwerfer auch auf sogenannte Briefkastenfirmenkonstrukte von Subauftragnehmern oder von Partnern gerichtet. Und da fiel ja auch das Thema Delaware, Briefkastenfirma oder steueroptimierte Firma in Delaware. Also der Hintergrund war da also so, dass ein oder zwei dieser Partner da also, sagen wir mal, das war interessant, sie nannten das steueroptimierte Firmengestaltung betreiben. Und da müssen wir heute unbedingt mal drüber sprechen. Also auf der einen Seite ja, weil du ja auch viele Mandanten bereits dabei geholfen hast, solche Unternehmen zu gründen, unter anderem auch in Delaware. Und wir müssen darüber sprechen, warum ist dieses Firmenkonstrukt besonders eben in Delaware bei Firmen so beliebt und bei Politikern oder Finanzbehörden so verhasst. Also da müssen wir unbedingt drüber sprechen, wie funktioniert das, warum ist es noch interessant, sind es nur die Steuern? Wahrscheinlich, also ich weiß es ja schon, aber du wirst es dann noch näher erläutern, dass es noch viel ganz andere Gründe gibt, warum das Konstrukt bei Unternehmen oder überhaupt der Standort so beliebt ist. Und wir wollen vielleicht auch mal drüber sprechen, ist es wirklich unmoralisch für einen Unternehmer, wenn er seine Steuern optimieren möchte? Weil darum geht es ja letztendlich. Darf man das? Und diejenigen, die das vielleicht schon gemacht haben oder gerade dabei sind, darüber nachzudenken, auch über Delaware, müssen die jetzt Angst bekommen oder ohne Sorgen, wir machen weiter? Sind das so die Themen, über die wir jetzt sprechen, oder habe ich was vergessen? Nee, genau. Das sind sicherlich alles interessante Themen. Genau, du hast völlig recht. Da hatte ja eben hier der WDR einen Dokumentarfilm produziert über dieses Operndebakel in Köln. Und da kam dann eben neben anderen möglichen Firmenkonstrukten auf den Cayman Islands und so weiter dann eben auch ein Firmenkonstrukt zur Sprache in Delaware, was hier angeblich oder wo hier ich sage jetzt mal hier, der Anschein erweckt wurde in der Dokumentation, dass es in irgendeiner Weise anrüchig ist und hierzu aus Gründen der Steueroptimierung verwendet wurde, angeblich von einem Lieferanten oder ich glaube von einer Organisation, von einem Unternehmen, was dort etwas vermietet hat an das Opernhaus, nämlich eben ein anderes Gebäude, einen anderen Venue. Und in dem Zusammenhang wurde eben gefragt, ist es möglich, die Stadt Köln letztlich schiebt hier Geld in Steueroasen und ermöglicht hier die Steuerhinterziehung. Die Stadt Köln hat das natürlich vehement bestritten, auch aus gutem Grund. Ja, die ganze Sache, wie wir jetzt ja gleich zeigen werden, ist natürlich totaler Blödsinn. Delaware ist keine Steueroase, Delaware hat keine steuerlichen Vorteile, 0. Und insofern, ich denke mal, die Journalisten haben sich besser gewusst und waren zu faul, sich dort hier bei einem Anwalt oder so zu informieren. Jeder amerikanische Anwalt hätte ihnen das sofort erklären können, was es mit Delaware auf sich hat. Aber dass da mit Sicherheit kein steuerliches Schindluder betrieben wird. Und natürlich muss man auch natürlich sehen, dass es sehr viele Gerüchte dazu gibt im Internet. Wer danach sucht, der findet hier die fantastischen angeblichen Steuersparmodelle, die dann möglich sind. Ist alles Blödsinn, gibt's alles nicht. Sind alles sogenannte Urban Legends. Jeder, der sich damit einigermaßen auskennt, der pinkelt sich in die Hose vor Lachen, ja, wenn er das hört. Das war doch schon mal ein schöner Einstieg ins Thema. Vielleicht bleiben wir jetzt am Anfang bei der Frage jetzt,
Wenn das so ist, wie du sagst, warum ist denn dann dieser Standort Delaware bei so vielen Firmen, und man ist ja in guter Gesellschaft, wie zum Beispiel Audi, Daimler, Siemens oder die Deutsche Bank, die da ja auch Firmen angemeldet haben. Also warum ist der Standort dennoch so beliebt bei Firmen? Vielleicht kannst du Genau, das also sagen. absolut, das ist eine gute Frage. Ja, also wenn man mal ins Delaware Handelsregister schaut, was ich jetzt mal hier gemacht habe, einfach als zur Vorbereitung mal für 5 Minuten, keine intensive Recherche betrieben. Wen gibt's denn da in Delaware? Also da gibt's Deutsche Telekom North America, da gibt's Lufthansa Technik North America Holding, da gibt's Airbus Americas, da gibt's Deutsche Bank Americas Holding. Da gibt es Bertelsmanns Foundation North America. Und da gibt es sogar die deutsche staatliche Bank KfW International Finance hat einen Sitz in Delaware. Würde ich jetzt diesen faulen Journalisten, die diesen WDR-Bericht hier gefilmt haben, Glauben schenken, dann sind ja dieses alles hier Unternehmen, die hier jetzt möglicherweise zumindest hier anrüchig sind oder zumindest sich hier in der illegalen Steueroptimierung oder sogar Steuerhinterziehung betätigt haben in den USA, in der sogenannten Steueroase Delaware. Man kann ins Handelsregister von Delaware reinschauen und man wird dort, ich sage jetzt mal, mit Sicherheit jedes einzelne Unternehmen finden aus Deutschland, aus Österreich, aus der Schweiz, was in den USA irgendwelche Aktivitäten entfaltet. So. Und es steht dann immer im Raum, eben bei gewissen Leuten, unter anderem eben bei diesen Journalisten, dass hier irgendwas Anrüchiges hier geschehen ist. Ja. So, das ist absolut nicht der Fall. Warum ist es so, dass praktisch alle Großunternehmen, amerikanisch, deutsch oder sonstige ausländische Unternehmen, die in den USA aktiv werden, in Delaware gründen? Das hat einen ganz einfachen Grund. Es gibt in den USA bekanntlich 50 Bundesstaaten. Und das Gesellschaftsrecht unterscheidet sich in jedem Bundesstaat. Mal mehr, mal weniger. Ja, um hier einen einfachen gemeinsamen Nenner zu finden, ist es im Grunde so, dass es die Konvention gibt, dass letztlich hier der Standard für Firmengründung bei fast allen Anwälten Delaware ist. Jeder amerikanische Anwalt, der auf Gesellschaftsrecht spezialisiert ist, kennt nicht nur das Gesellschaftsrecht in seinem Bundesstaat, sondern kennt immer auch das Gesellschaftsrecht in Delaware. Viele ausländische Anwälte, viele deutsche Anwälte, die sich mit dem internationalen Steuerrecht beschäftigen, die sich mit dem internationalen Gesellschaftsrecht beschäftigen, kennen Delaware Gesellschaftsrecht. Ja, also es ist letztlich so, wie Englisch die allgemeingültige Sprache ist, die jeder irgendwo versteht. So gibt es die Konvention, dass Delaware eben der Bundesstaat in den USA ist, wenn man eine Firma gründen will, weil jeder hier dort letztlich dieses Gesellschaftsrecht versteht, der sich mit der Sache natürlich beschäftigt. Der Laie kennt es natürlich nicht. Ja. Also so würden zum Beispiel auch, wenn ich jetzt ein Start-up zum Beispiel habe, würden amerikanische Investoren immer erwarten, ja, dass sie in eine Delaware-Gesellschaft investieren. Wir kennen das ja sehr schön, wir haben das ja schon gesehen in dem Film Das Netzwerk, wo es ja um Facebook geht. Dort wird ja genau dieser Schritt beschrieben. Also Facebook wird gegründet zunächst als eine Aktiengesellschaft in Kalifornien. Ja. Mark Zuckerberg gründet dieses Unternehmen zusammen mit seinen Kompagnons. Dann werden externe Investoren hier mit reingenommen. Und diese verlangen dann, dass hier die Gesellschaft in eine Delaware-Gesellschaft umgewandelt wird. Ja, und in dem Zug kommt es dann auch dazu, dass die Geschäftsführer vom Mark Zuckerberg da aufs Kreuz gelegt werden und letztlich hier ihre Anteile verdünnt werden und so weiter und so fort, wobei es hier damals nicht geht. Ja. Mhm. Also das ist amerikanische Investoren erwarten immer eine Delaware-Gesellschaft, was schlicht und ergreifend der Standard ist für das Gesellschaftsrecht in den USA. Das hat aber keinerlei steuerliche Vorteile. Das hat keinerlei Vorteile, dass hier irgendwas geheim gehalten werden kann, dass hier irgendwas Illegales passiert, dass man dadurch Nutznießer irgendwelcher dunklen Machenschaften wird oder sich da irgendwas sichern kann. Das alles
gibt es in Delaware nicht. Delaware ist nicht steuerlich attraktiver als irgendein anderer US-Bundesstaat. Im Gegenteil, er ist sogar steuerlich unattraktiver als viele andere Bundesstaaten. Ja. Es hält sich aber eben hartnäckiges Gerücht, dass hier in Delaware irgendwas läuft, was hier am Rande der Legalität sich befindet. Dies ist allerdings nicht der Fall. So, wenn das jetzt so ist, wie du alles gesagt hast, stellt sich automatisch die Frage, wie kommt es denn dazu? Wie ist es denn jemals dazu gekommen, dass diese Gerüchte da in den Köpfen von so vielen Journalisten oder auch vielleicht sogar Beratern existieren? Weil wenn man da googelt, Delaware, Steueroase, Steuerparadies, da kommt schon Tausende von Seiten. Ja, ehrlich gesagt weiß ich es auch nicht, warum es so ist. Also man muss natürlich eins wissen in Delaware, wenn man eine Delaware LLC gründet, dann ist hier ein hohes Maß an Anonymität gegeben. Ja? Denn weder Gesellschafter noch die Geschäftsführung wird hier im Handelsregister veröffentlicht. Bei der LLC, wohlgemerkt, bei einer Corporation. Ja? Und ich habe jetzt ja die Namen, die ich zitiert habe, KfW, Siemens, Lufthansa und so weiter. Das sind alles Corporations. Bei einer Corporation ist dies freilich nicht der Fall. Corporation ist die Aktiengesellschaft. Bei einer amerikanischen Aktiengesellschaft in Delaware werden natürlich auch die Details der Geschäftsführung im Handelsregister veröffentlicht. Aber bei der LLC ist es so, dass tatsächlich außer dem Firmennamen und dem Registersitz nichts im Handelsregister veröffentlicht wird. Freilich ist hier Delaware nicht der einzige Staat in den USA, wo dies der Fall ist. In Wyoming zum Beispiel ist genau das Gleiche. Auch dort wird bei einer LLC kein Geschäftsführer, kein Gesellschafter im Handelsregister veröffentlicht. Sehr wohl auch wieder dort bei der Corporation, bei der Aktiengesellschaft. Und so gibt es andere Bundesstaaten in den USA, wo auch im Handelsregister relativ wenig veröffentlicht wird. Ja. Also so ist natürlich so, dass natürlich dann eine Delaware-Gesellschaft, eine Delaware LLC oftmals dann gegründet wird, wenn es um anonyme Firmenstrukturen geht. Es ist natürlich auch so, dass es in den USA kein öffentliches Transparenzregister gibt. Die nehmen nicht am Informationsaustausch teil, die USA. Ja, also wie gesagt, da ist schon, ich sage mal hier, ein gewisser Sichtschutz zumindest bei einer LLC gegeben. Diesen Sichtschutz gibt es allerdings eben auch in anderen Bundesstaaten und generell muss man sagen, eine US-LLC, egal ob die in Delaware, in Florida, in Wyoming oder sonst wo gegründet ist, wenn die einem Nicht-US-Amerikaner gehört und keine Bezugspunkte zu den USA hat, dann ist das Einkommen aus dieser Gesellschaft in den USA auch nicht steuerpflichtig, sondern eben dort steuerpflichtig, wo man wohnt. Ja, aber wie gesagt, auch hier Delaware jetzt hier an sich jetzt hier und zu unterstreichen und herauszustreichen als besonders steuergünstig und so, also das ist absolut nicht gegeben. Dann muss man einfach sagen, da war die Oberbürgermeisterin von Köln, die Henriette Reker, die da im Interview auftrat, besser informiert als die Journalisten. Weil ich habe mir dann den Satz gemerkt, die sie gekontert hat. Sie hat gesagt, es ist ja offenbar nicht ungewöhnlich, eben so ein Firmenkonstrukt zu haben. Genau. Jetzt dennoch vielleicht in Delaware eine Gesellschaft zu gründen, ist also insofern eine Sache, für die man sich nicht schämen muss. Das haben wir jetzt schon mal gelernt. Im ganzen Gegenteil, es ist redlich. Dennoch, generell muss man ja mal sagen, ist es schon interessant, dass die USA, die ja immer gerne den Finger in Richtung Steueroasen sozusagen zeigen, trotzdem so eine Menge an Unternehmen anlocken mit ihrem Standort USA, die dann als in Deutschland operativ tätige Unternehmen eben eine Gesellschaft in den USA gründen und mit dieser dann hier operativ tätig sind.
Naja, also ich glaube, auch dabei, auch das ist meiner Meinung nach eine Falschinformation aus dem Film. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es tatsächlich so gewesen ist, dass da ein Delaware-Unternehmen tatsächlich aktiv in Deutschland tätig geworden ist. Wenn dem so ist, dann ist es natürlich, und das wäre in dem Fall natürlich auch geworden. Also jetzt mal angenommen, wenn jetzt tatsächlich diese Delaware-Gesellschaft ein solches Theater besitzt und dieses dann vermietet an die Oper in Köln, dann sind natürlich diese Mieteinkünfte in Deutschland steuerpflichtig. Das heißt, die Delaware-Gesellschaft müsste sich dann in Deutschland steuerlich erfassen lassen, wäre dann beschränkt steuerpflichtig in Deutschland für diese Mieteinkünfte. Und insofern würde das jetzt hier für das deutsche Steuersubstrat keinerlei Unterschied machen, ob es jetzt eine Delaware-Gesellschaft ist oder eine GmbH. Ja. Dennoch, meiner Meinung nach, wäre es ungewöhnlich, einen solchen Deal so zu strukturieren. Also man würde vielleicht sagen, man würde es möglicherweise anders machen. Aber wenn es hier so ist, dann, also wie gesagt, steuerliche Vorteile ergeben sich dort aus der Verwendung irgendwelcher US-Gesellschaften, wenn man in Deutschland wohnt und geschäftlich tätig ist, nicht. Natürlich, wie gesagt, wenn man digitaler Nomade ist und letztlich nirgendwo Steuern zahlt oder in einem Land lebt wie Dubai und auch keine Steuern zahlt und dann eine LLC in den USA gründet, wie wir ja schon vielfach auch zum Beispiel in unserer Folge zur Nullsteuer-LLC beschrieben haben. Ob die jetzt in Delaware, New Mexico, Florida, Kalifornien, Texas oder sonst wo in den USA ist, und die Einkünfte sind nicht einer amerikanischen Betriebsstätte zuzuordnen, dann sind diese Erträge steuerfrei. Also das ist ganz klar. Das heißt, natürlich gibt es Personengruppen, für die diese Konstrukte sehr interessant sind. Und vor allen Dingen dann, wenn man jetzt bedenkt, dass es ja in Europa zunehmend der gläserne Unternehmer Realität wird und wir ja alle damit ja letztlich möglicherweise Bedenken haben, ja, also ich meine, man kann auch zu viel Transparenz haben, ist es natürlich für jemanden, der jetzt nicht durch ein deutsches Außensteuergesetz in seinen Handlungen eingeschränkt wird, weil er nicht in Deutschland wohnt, hochinteressant zu sagen, na, ich habe eine Gesellschaft in Delaware, eine LLC, keine Aktiengesellschaft, eine LLC, da muss ich keine Bilanzen im Handelsregister hochladen, da steht nicht drin, wem die Gesellschaft gehört, da erscheint einfach nur der Name. Ist natürlich von Vorteil, wenn ich dann so eine Gesellschaft habe und mit der dann weltweit Business machen kann. Mhm. Ja. Aber wie gesagt, für in Deutschland lebende Personen oder jetzt Personen, die in den typischen Hochsteuerländern leben, sind natürlich diese US-Gesellschaften völlig uninteressant. Und also wir haben ja schon eine extra Episode gemacht, eine eigene Episode gemacht zum Thema Firmengründung in den USA. Wenn man in die USA umzieht oder in den USA Geschäfte machen will, das heißt in den USA Kunden hat, dann sind US-Gesellschaften notwendig, würde ich sogar sagen. Aber jetzt für jemanden, der in Deutschland wohnt und in Deutschland Business machen will, absolut nicht attraktiv. Vielleicht gehen wir trotzdem nochmal zu dem Kern dieser Sendung und dieses Vorwurfs, der da gemacht wurde, zurück. Man hat ja immer wieder dieses Fingerpointing und diese Vorwürfe generell, dass eben Unternehmen bemüht sind, die Unternehmen steuerlich zu optimieren. Wie gesagt, dieser Begriff steueroptimierte Briefkastenfirma und so weiter und so fort, der taucht ja immer wieder auf. Und diese Vorwürfe wird es immer wieder geben. Und auch dieser WDR-Beitrag wird nicht der letzte gewesen sein. Wie stehst du da selber dazu? Ist es moralisch richtig? Ist es vertretbar, dass ein Unternehmen alle Möglichkeiten ausreizt, steueroptimiert sich zu organisieren? Also immer natürlich im Einklang mit der geltenden Gesetzgebung, ist ja völlig klar. Wie gesagt, große Konzerne haben natürlich gewisse Möglichkeiten, hier was zu machen. Jetzt nicht mit Delaware, aber natürlich haben große Konzerne durchaus auch, ich meine, wir kennen das ja alles von Gestaltung früher in Luxemburg und in Irland, wo ja sensationell günstige Steuersätze möglich waren, nämlich 2%. Ja. Hier muss man sich natürlich eben, und damit wird ja auch die Absurdität letztlich dieser Delaware-Vorwürfe klar. Warum würden amerikanische Unternehmen massenhaft
nach Irland und Luxemburg ihr Geschäft verlegen. Ja? Wenn in Delaware hier eine Steueroase, wenn Delaware eine Steueroase wäre. Ja, die tatsächliche Steueroase sind Länder, oder zumindest waren es früher, wie Luxemburg und Irland, wo amerikanische Unternehmen 1-2% Steuern bezahlt haben und das bewusst gemacht haben, um von dem amerikanischen Fiskus zu fliehen, ja, weil solche Steuersätze dort unmöglich sind. Ja. Also das sind die wirklichen Steueroasen. In Delaware wäre das niemals möglich gewesen. Ja. Aber natürlich, solange diese Modelle legitim sind und solange die gesetzlich vertretbar sind, finde ich das in Ordnung. Man muss da natürlich sehr immer auf dem Laufenden bleiben, denn die ändern sich ja ständig. Wie gesagt, die Modelle, die ich jetzt angesprochen habe, Luxemburg, Irland, die sind ja schon lange nicht mehr verfügbar. Ja, das heißt, Unternehmen können die nicht mehr nutzen. Aber solange das im Einklang ist mit der geltenden Gesetzgebung in dem Land, wo ich lebe oder wo ich tätig bin, warum nicht? Ja? Trotzdem muss ich nochmal nachfragen. Warum ist jetzt Delaware trotzdem bei Firmen so beliebt? Weil es gibt ja so viele Firmen, die Delaware wählen. Es muss also noch irgendwelche anderen Vorteile geben. Vielleicht kannst du da doch noch ein paar aufzählen oder mehr Aufschluss zu dem Thema geben. Genau, also der wichtigste Vorteil ist sicherlich, oder Vorteil, also der wichtigste Grund, warum Unternehmen nach Delaware gehen, ist der, den ich vorhin angesprochen habe. Ja, dass Delaware einfach der Standard ist für Firmengründung in den USA. Da besteht bei allen Anwälten entsprechend Konsens, dass das der Fall ist. Konsens, der sich eben über mehrere Jahre entwickelt hat. Das hat sich einfach irgendwann so eingespielt, wie sich eben auch so Sprachen wie zum Beispiel Englisch als die allgemein, sage ich jetzt mal, Kommunikationssprache so einfach dann einpendeln über die Jahre. Da hat sich Delaware eingependelt für Firmengründung. Es gibt natürlich zu Delaware ein paar, in Anführungszeichen, Vorteile zu nennen. Der Kleinunternehmer wird dort letztlich nie von profitieren können, wahrscheinlich, aber dennoch sind sie sinnvoll zu nennen. Delaware ist der älteste Bundesstaat in den USA. Und da ja die USA das sogenannte Case Law haben, ja, also das sogenannte Gewohnheitsrecht, das heißt im Grunde genommen, es wird sehr viel Wert auf Präzedenzfälle gelegt in der Rechtsprechung. Die einzelnen Gesetzesbücher sind eigentlich relativ dünn, ja, und es ergibt sich dann aus Präzedenzfällen, wie hier dann Recht eigentlich ausgeübt wird. Da ist natürlich aufgrund der Tatsache, dass Delaware so alt ist, ja, im Vergleich für die USA, hat hier natürlich die größte oder die längste Rechtsgeschichte, hat hier die meisten Präzedenzfälle, die zum Teil mehrere hundert Jahre zurückreichen. Also das ist ein wichtiger Grund. Ein anderer wichtiger Grund ist, dass Delaware ein besonderes Gericht hat für die Rechtsprechung bei Unternehmen, der sogenannte Chancery Court. Man hat es vor kurzem im Fernsehen immer wieder gesehen, als hier Twitter von Elon Musk verklagt wurde oder sich im Rechtsstreit befand, im Zusammenhang mit der gescheiterten Übernahme. Natürlich, wie alle anderen US-Großunternehmen, Twitter ist in Delaware registriert. Und da war dann mehrfach hier vom Chancery Court die Rede. Das ist also ein Gericht, was nur exklusiv sich mit Konflikten, die Unternehmen betreffen, auseinandersetzt. Auch zum Beispiel haftungsrechtlich und so weiter und so fort. Ja. Ich habe dazu was gelesen. Das ist sehr interessant, dass du das gerade erwähnst. Da hat nämlich einer der Richter dort an diesem Gericht, das du gerade erwähnst, gesagt, wenn einer von uns eine Antwort in 4 Tagen will, kriegt er die in 4 Tagen. Ja. So, und woanders wartet man vielleicht 1-2 Jahre, dass es weitergeht. Und das mag durchaus auch der Grund sein, weshalb, das war für mich nämlich auch sehr interessant, 50% der börsennotierten Unternehmen ihren Firmensitz haben in Delaware, aber 60% ihren Rechtssitz. Das heißt noch mehr als den Firmensitz. Und da wird eigentlich schon klar, dass es nicht steuerliche Dinge sein müssen, weil dafür würde der Firmensitz ja reichen, sondern eben den Rechtssitz dahin zu verlagern, das
passt jetzt sehr gut zu dem, was du gerade ausgeführt hast. Und wahrscheinlich auch die Absolut, Schnelligkeit. ich stimme dir Ne? absolut zu. Ich stimme dir absolut zu. Und dieses Thema Effizienz, das ist eben überall in Delaware sichtbar. Ja. Es ist also möglich, in Delaware zum Beispiel eine Firma innerhalb von einer Stunde zu gründen. Ja. Garantiert. Ja. Man muss dazu dann zwar einen heftigen Aufschlag bezahlen. Ja. Aber wenn ich jetzt hier um 4 Uhr nachmittags sage, ich muss jetzt heute noch die Firma haben, weil ich muss heute einen Vertrag im Namen dieser Firma abschließen, dann habe ich die Garantie bei Delaware, dass ich dort über meinen Anwalt eine Firma gründen kann, heute innerhalb von einer Stunde. Ja. Und dann gibt's andere Fristen, 1 Tag, 2 Tage und so weiter, die dann dort auch noch dann entsprechend dann immer noch attraktiv sind. Ja. Und wie gesagt, ohne Notar, ohne dass ich da persönlich erscheinen muss, das geht eben alles über Kanzleien, wie die unsere, die entsprechend dann hier mit Delaware dann connected sind und das machen können. Das ist ein großer Vorteil von Delaware. Also wir haben vor kurzem mal eine Firma gegründet, da ging es das sollte ein Delaware-Unternehmen gegründet werden, was dann letztlich in Deutschland eine GmbH übernommen hat. Wir haben innerhalb von wenigen Tagen, ich glaube innerhalb von einer Woche, war in Deutschland beim Notar vorliegend die Gründungsurkunde von Delaware mit Apostille, mit deutscher Übersetzung, war bei dem per FedEx beim Notar eingegangen, innerhalb von einer Woche. Ja. Das muss mal irgendjemand in Deutschland mit einer Firmengründung so schaffen. Oder selbst UK. Also UK ist auch die Firmengründung sehr schnell. Dort irgendwie sowas zu erreichen, ist fast unmöglich. Ja. Und also das Thema Effizienz eben ist auch sehr wichtig für Delaware, ist also ein weiterer wichtiger Vorteil dort. Ja. Mhm. So. Und jetzt muss ich eben doch im Grunde dem widersprechen, was ich vorhin gesagt habe. Es gibt eben in Delaware für sehr große Unternehmen, sehr große amerikanische Konzerne, wie sagen wir wie Coca-Cola oder McDonald's oder so, doch noch einen klitzekleinen steuerlichen Vorteil. Hier sind nämlich in Delaware dann Einkünfte eines Unternehmens aus Lizenzrechten beim Bundesstaat Delaware nicht besteuert. Ja. Also in den USA ist ja die Besteuerung setzt sich zusammen aus einer Besteuerung im Bund. Diese Steuer muss jeder bezahlen. Die liegt momentan bei 21%. Die muss jeder bezahlen, der eine Corporation hat. Aber wenn ich jetzt in Staaten bin, wie zum Beispiel Florida oder Kalifornien oder New York, dann wird dort auch eine bundesstaatliche Steuer fällig auf die Unternehmensgewinne. Sehr hoch in Kalifornien und New York. Florida zum Beispiel 5%, New York meiner Meinung nach 7%, Kalifornien mehr als 8%. So. Diese 8%, wenn ich jetzt ein kalifornisches Unternehmen bin, aber mein Hauptsitz ist in Delaware und ich kann zeigen, dass diese Lizenzrechnungen meinem Hauptsitz zuzurechnen sind in Delaware, dann zahle ich eben diese 8%. In Kalifornien kann ich wieder sparen, kann die Gewinne meiner Holding oder meinem Hauptsitz in Delaware zurechnen und muss dort dann keine Steuern bezahlen. Ja, also keine bundesstaatlichen Steuern auf diese Erträge bezahlen. Ja, also das ist dann ein klitzekleiner Betrag, der dann da wegfällt. Aber eben, wenn es ein großes Unternehmen ist, wo es um hunderte Millionen geht, dann macht es natürlich Sinn. Aber wohlgemerkt, das gilt nur in dem einen Kontext. Ja. Sebastian, du hast jetzt vor uns gerade schon einen Fall aus der Praxis erwähnt. Unsere Zuschauer lieben ja immer praktische Beispiele, ich auch. Also du hast erwähnt, einen Mandant, der in Delaware mit deiner Unterstützung eine Gesellschaft gegründet hat, um eine GmbH in Deutschland zu übernehmen. Mich würde interessieren, was sind denn so weitere typische Szenarien, typische Mandanten, die aus deiner Sicht auch ein berechtigtes Interesse haben und wo es auch einfach Sinn macht, jetzt in Delaware so eine Gesellschaft zu gründen? Also viele Mandanten natürlich, für die wir US-Gesellschaften gründen, die effektiv ihr Geschäft in die USA expandieren wollen, gründen eine Gesellschaft in Delaware. Das heißt, wählen im Grunde das Setup, was du vorhin beschrieben hast, nämlich da ist der Registersitz dann in Delaware. Aber die eigentliche Betriebsstätte ist dann irgendwo anders, in Texas, Kalifornien oder sonst irgendwo. Der Grund, warum die in Delaware gründen und wir dann letztlich die Gesellschaft in Delaware gründen und dann die Niederlassung in dem einzelnen Bundesstaat, wo die Betriebsstätte ist, eintragen, ist folgende.
Zum einen sind es natürlich Startups, die erwarten, dass sie irgendwann US-Investoren haben. Wie ich vorhin schon gesagt habe, jeder US-Investor erwartet eine Delaware-Gesellschaft und investiert nur in eine Delaware-Gesellschaft. Damit ich jetzt diesen zusätzlichen Aufwand vermeiden muss, den ich ja vorhin bei Facebook beschrieben habe, ja, kann ich von natürlich gleich eine Delaware-Gesellschaft gründen, Betriebsstätte dann in einem anderen Bundesstaat. Das ist der erste Fall. Dann haben wir natürlich auch Mandanten, die sagen, naja, eben Delaware ist ja bekannt für diese unternehmensfreundliche Rechtsprechung. Jeder weiß ja, dass in den USA letztlich man verklagt wird oder man befürchten muss, dass man verklagt wird von irgendwelchen Kunden oder von anderen Konkurrenten oder was weiß ich was. Da ja die Rechtsprechung in Delaware besonders unternehmensfreundlich ist, möchte ich also dann, wenn ich verklagt werden sollte, in Delaware verklagt werden, ja, und nicht in irgendeinem anderen Bundesstaat. Das ist also natürlich ein berechtigtes Interesse, auch wenn meiner Meinung nach also viel weniger Unternehmen verklagt werden in den USA, als man sich so allgemein vorstellt. Aber es ist ein berechtigtes Interesse. Das heißt, diese Mandanten gründen zum Beispiel auch in Delaware einfach aus Gründen der Absicherung. Ja. Andere Beispiele sind zum Beispiel, wir haben Mandanten, da geht es um deutsche GmbHs. Ja. Und diese GmbHs, da stehen kurz davor, dass ein amerikanischer Investor dazu stößt. Auch hier wieder das gleiche Szenario. Die meisten US-Investoren werden nicht in eine deutsche GmbH investieren. Also heutzutage ist es ein bisschen geändert, ja. Aber immer noch ist es so, dass die meisten US-Investoren, Venture-Kapitalgeber, Private-Equity-Firmen nur in US-Firmen investieren werden. Und zwar nur in Delaware-Firmen investieren werden. Ja. Das heißt, da muss man einen sogenannten Delaware-Flip machen. Man gründet also eine Holding-Gesellschaft in Delaware und diese Holding-Gesellschaft übernimmt dann die GmbH per Aktientausch. Das heißt, die Aktionäre der GmbH oder besser gesagt die Gesellschafter der GmbH erhalten Anteile an der Delaware-Gesellschaft und die Delaware-Gesellschaft wird damit die Muttergesellschaft der deutschen Gesellschaft. Die Investoren aus Amerika investieren dann in die Delaware-Gesellschaft und diese stellt dann der Tochtergesellschaft entsprechend die Mittel zur Verfügung. Andere Beispiele sind, wir hatten Mandanten zum Beispiel, die gehen durch eine Restrukturierung. In Deutschland, also zum Teil gab es da vielleicht finanzielle Probleme, finanzielle Schieflage und so weiter. Und man muss Auffanggesellschaften gründen. Wir haben schon mehrere Auffanggesellschaften für Mandanten in Delaware gegründet, die dann zum Beispiel andere Unternehmen in Europa oder so oder Immobilien oder sonst was in Europa übernehmen. Hier ist dann auch wiederum von Vorteil eben, dass man die Gesellschaften schnell gründen kann, dass es weit weg ist von Europa, was manchmal von Vorteil ist, wenn es ein bisschen haarig wird, ja. Das wäre ein weiteres Beispiel, wo man eine Delaware-Gesellschaft gründen kann. Es gibt auch ansonsten natürlich Mandanten, die spezifisch eine Holding-Gesellschaft in den USA gründen wollen. Da würde man dann meistens auch Delaware nehmen, aus den Gründen, die ich gerade eben genannt habe. Ja, das sind so ein paar konkrete Beispiele. Klasse. Jetzt, wie läuft das jetzt genau ab? Einer unserer Zuhörer interessiert sich jetzt mehr dazu zu wissen. Also wie ist jetzt der Ablauf, um jetzt genau herauszufinden, passt das zu mir, zu meinem Konzept, zu meinem Vorhaben, das ich da habe, und wie geht es dann weiter? Genau, also eben der wichtigste erste Schritt ist, sich zu informieren. Wir haben auf unserer Webseite uskanzlei.com mehrere Links, die wir jetzt auch hier verlinken, gleich in den Shownotes, wo wir genau erklären, die Punkte, auf die ich jetzt eingegangen bin. Also warum ist Delaware keine Steueroase? Was soll ich auf keinen Fall machen, um hier einfach dann spätere Steuerfallen zu vermeiden. Ja, also
wo eignet sich Delaware, wo eignet sich es nicht. So, wir haben da einen schönen Artikel, der heißt Delaware für Dummies, ja, und wir haben dann auch einen anderen Artikel, wo nochmal die ganzen Dinge wie Chance Record und so weiter erklärt werden, was die Vorteile von Delaware sind. Damit müsste man sich zuerst auseinandersetzen. Ja, dann müsste man sich natürlich fragen, ist einer der genannten Anwendungsbeispiele, die ich jetzt genannt habe, kommt die für mich in Frage? Also zum Beispiel, ich bin ich bin digitaler Nomade, oder ich lebe in Dubai, ja, oder in einem vergleichbaren Land, dann macht sicherlich die Gründung einer US-LLC Sinn. Und obwohl ich die jetzt natürlich in jedem Bundesstaat gründen kann, um hier steuerfrei zu genießen, viele Mandanten wählen natürlich Delaware aus den bekannten Gründen, auf die wir jetzt eingegangen sind. So, das wäre der eine Fall. Die ganzen anderen Fälle haben im Grunde weniger was mit steuerlichen Gründen zu tun, als eben mit Gründen, die ich genannt habe, im Hinblick auf US-Investoren, vielleicht Absicherung meines US-Vorhabens im Falle von Haftungsklagen. Plane ich also die Expansion in die USA mit meinem Unternehmen oder möchte dort ein neues Unternehmen gründen und möchte gerne, dass der Registersitz sich in Delaware befindet. Ja, ein weiteres Beispiel. Ja. Also man soll sich fragen, in welche Gruppe falle ich nun? Und dann würden wir in der Regel raten, zum Beratungsgespräch zu buchen über unsere Website, wo man das ganze Vorhaben besprechen kann. Und im Rahmen der Besprechung dann eigentlich auch alle weiteren Fragen dann klären kann. Und anschließend übernehmen wir natürlich dann gerne die Gründung und die laufende Betreuung einer Delaware-Gesellschaft, wie von US-Gesellschaften allen anderen Bundesstaaten auch. Klasse. Also vielen Dank für dieses Gespräch. Wir werden alle Links unten noch einbauen in die Shownotes. Und ja, dann vielleicht noch eine Bitte an unsere Zuschauer. Also jegliche Fragen gerne in die Kommentare reinschreiben. Wir beantworten das direkt, soweit es möglich ist. Ja, und so machen wir das. Und abonnieren Sie unseren Kanal, weil wir haben noch einiges in petto. Kann man ja sogar schon mal ankündigen, was jetzt bald auch noch kommt, ne? Ein Gespräch zum Beispiel, die überdachende Besteuerung, die einmalige Regelung im DBA zwischen Deutschland und der Schweiz, einseitig zugunsten des deutschen Fiskus und zu Ungunsten von Personen, die ihren Wohnsitz rechtskonform in die Schweiz verlegen wollen. Zum Beispiel, ne? Dieses und viele andere Themen. So sieht's aus. So machen wir das. Wunderbar, sehr schön. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland ziehen. Übrigens, wenn ihr keins unserer interessanten Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch jetzt gleich auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Auch über Kommentare, Fragen oder einen Daumen hoch freuen wir uns sehr.